ihrem Essay »Gegen die Verachtung der Moral«, das M-Wort, untersucht Anne Raabe kritisch die moralischen und politischen Entwicklungen in Deutschland und Europa. Dabei konzentriert sie sich auf den zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft, die Erosion demokratischer Normen und die Bedeutung moralischer Ideale. Ausgehend von persönlichen Beobachtungen und aktuellen politischen Ereignissen plädiert sie für die Bewahrung und Erneuerung des moralischen Diskurses als Grundlage für Demokratie und sozialen Zusammenhalt. Einführung und Motivation. Raabe beginnt mit einer Reflexion über die weit verbreitete Unsicherheit und den Zynismus in aktuellen politischen Diskussionen. Sie stellt fest, dass sich viele Menschen, die durch ein Gefühl der Ausgrenzung von Entscheidungsprozessen und gesellschaftlichen Veränderungen desillusioniert sind, in ihr Privatleben zurückziehen oder eine zynische Haltung gegenüber politischem Engagement einnehmen. Diese Resignation wird durch die Wahrnehmung genährt, dass sich gesellschaftliche Normen irreversibel nach rechts verschoben haben. Dies zeigt sich in Wahltrends und alltäglichen Erfahrungen mit Diskriminierung und Konservatismus, selbst unter Jugendlichen. Die Verwendung von Astrid Lindgrens Bullabü als Metapher veranschaulicht, wie bestimmte Gruppen in Debatten als realitätsfern dargestellt werden, um ihre Visionen einer besseren Gesellschaft zu delegitimieren. Laut Raabe sind es oft die sogenannten Realisten, die sich mit harten sozialen Tatsachen abfinden und unter dem Deckmantel des Realismus Privilegien verteidigen, ohne die Konstruierbarkeit und Veränderbarkeit sozialer Verhältnisse zu berücksichtigen. Anhand von Lindgrens eigenem Engagement, beispielsweise ihrer berühmten Rede gegen Gewalt in der Kindererziehung, zeigt Raabe die Kraft moralischer Vorstellungskraft bei der Gestaltung der Realität. Lindgren, die zum Schweigen gedrängt wurde, beharrte auf öffentlichen moralischen Positionen und beeinflusste letztlich die Gesetzgebung und die gesellschaftlichen Einstellungen in Schweden und anderswo. Raabe hinterfragt anhand dieses Beispiels, ob sich die Gesellschaft in turbulenten Zeiten leisten kann, moralische Ideale aufzugeben, und warnt davor, Moral als naiv oder unrealistisch zu diskreditieren. Persönliche und historische Reflexionen. Raabe verwebt ihre persönlichen Erfahrungen zu einer übergreifenden Erzählung, die den Niedergang des Optimismus und den Aufstieg des politischen Zynismus veranschaulicht. Sie beschreibt regelmäßige Erlebnisse in der Kirche während der Weihnachtszeit, die in einer zunehmend gespaltenen und pessimistischen Gesellschaft als seltene Momente kollektiver Hoffnung dienen. Das Lied »O du Fröhliche«, insbesondere die Zeile »Welt ging verloren«, fasst das Gefühl des gesellschaftlichen Verlusts und die Verwandlung von Hoffnungen auf Fortschritt in Ängste vor Rückschritt zusammen. Sie identifiziert mehrere historische Wendepunkte: die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, die Finanzkrise und den 11. September als mögliche Ursachen für den Verlust des Glaubens an den Fortschritt. Sie weist jedoch auch darauf hin, dass es schwierig ist, eine bestimmte Ursache zu benennen. Zentrales Problem ist die weit verbreitete Abkehr von politischer Verantwortung und der Verlust gemeinsamer Werte. Dies führt zu einer Zurückhaltung bei sinnvollen politischen Debatten aus Angst vor grundlegenden Konflikten. Politische Entwicklungen und der Rechtsruck. Um die globale Dimension demokratischer Krisen zu unterstreichen, diskutiert Raabe aktuelle politische Ereignisse wie die gescheiterten Koalitionsverhandlungen in Österreich und die Wiederwahl von Donald Trump. In Deutschland konzentriert sie sich auf den wachsenden Einfluss der AfD und rechter Bewegungen, insbesondere in den östlichen Bundesländern wie Sachsen, wo Rechtsextremismus zum Mainstream geworden ist und sogar institutionalisiert wurde. Sie hebt den Mut zivilgesellschaftlicher Initiativen wie Bunte Perlen Waldheim hervor. Diese wehren sich trotz Einschüchterungen und mangelnder Unterstützung durch die Behörden gegen rechte Demonstrationen. Diese Gruppen stehen für einen trotzdem Optimismus, die Fähigkeit, trotz zunehmend widriger Umstände Hoffnung und Engagement aufrechtzuerhalten. Außerdem analysiert Raabe die Wahldynamik in Sachsen, wo die AfD die CDU fast überholt hat und Rechtsextremismus die lokale Politik durchdrungen hat. Sie weist auf die gefährliche Überschneidung zwischen der AfD und extremistischen oder gewalttätigen Akteuren hin und nennt konkrete Fälle von geplanter Gewalt sowie der Unterwanderung von Parlamenten und staatlichen Institutionen durch Extremisten. Eine solche Situation ist in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands beispiellos. Erosion des demokratischen Konsenses und moralischer Normen. Laut Raabe markiert die zunehmende Normalisierung der extremen Rechten eine deutliche Abkehr vom deutschen Selbstverständnis der letzten Jahrzehnte,
das auf Geschichtsbewusstsein und Antifaschismus gegründet war. Besorgniserregender noch ist die Reaktion der etablierten Parteien, die entweder rechte Forderungen übernehmen oder sich nicht klar abgrenzen und somit ebenfalls zur Erosion des moralisch-demokratischen Konsenses beitragen. Rabe beschreibt eine deutliche Verschiebung im Wahlverhalten. Bei der Wahl 2021 erzielten progressive Parteien eine starke Mehrheit, wobei junge Wähler die Grünen unterstützten. Bis 2025 hatte die Rechte insbesondere bei jungen Menschen deutlich zugelegt, wobei die AfD ihren Anteil in dieser Bevölkerungsgruppe verdreifachte, während die Unterstützung für die Grünen einbrach. Rabe betont, dass diese Veränderungen tiefere Verschiebungen in den moralischen Einstellungen sowie den Machtverlust der deutschen Nachkriegsidentität widerspiegeln, Klimagerechtigkeit und die Grenzen des politischen Willens. Rabe verweist auf die Klimabewegung, insbesondere auf die Fridays for Future Proteste und das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Generationengerechtigkeit als aktuelles und seltenes Beispiel für erfolgreiche moralische Forderungen, die politisches Handeln prägen. Sie stellt jedoch auch fest, dass Klimabelange an Priorität verloren haben und das Engagement Deutschlands für internationale Verpflichtungen durch nationalistische und isolationistische Rhetorik gefährdet ist. Laut Rabe liegt die Ursache für diese Entwicklungen nicht einfach in wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder Migrationsdruck, sondern in der Abkehr von grundlegenden moralischen Prinzipien, selbst unter demokratischen Akteuren. Die Möglichkeit einer Rückkehr zu nationalistischem und autoritärem Denken sei real, aber nicht unvermeidlich. Rabe betont, dass die Zukunft offen für Veränderungen bleibt, sofern der Wille vorhanden ist, einen moralischen Konsens auf der Grundlage der universellen Würde aller Menschen wiederherzustellen. Fazit: Die Notwendigkeit einer moralischen Erneuerung. In ihrem Essay warnt Rabe vor der Verachtung der Moral, die sowohl offen reaktionäre Kräfte als auch den Zynismus derer antreibt, die die Hoffnung auf Veränderung aufgegeben haben. Sie argumentiert, dass moralische Ansprüche, so idealistisch sie auch sein mögen, notwendige und mächtige Motoren des sozialen Wandels sind. Letztendlich ruft Rabe zu einem erneuten Glauben an die transformative Kraft moralischer Vision auf. Sie fordert die Zivilgesellschaft und demokratische Akteure dazu auf, auch angesichts überwältigender Herausforderungen an moralischen Standards festzuhalten. Sie schließt mit vorsichtiger Hoffnung und betont, dass nichts im sozialen Leben unveränderlich ist und dass es durch kollektive Entschlossenheit und Vorstellungskraft möglich ist, den Niedergang aufzuhalten und ein Gefühl der gemeinsamen Menschlichkeit zurückzugewinnen.